Hallo, ich bin Matwei. Und heute fahre ich von Brünn nach Brüssel und Straßburg. Diese Reise findet im Rahmen des Erasmus Plus Programms statt und ich mache dieses Video für meinen Deutschkurs. Ach ja, und das ist meine Deutschlernerin, Hanna Kulapvalova. Sag Hallo! Ich habe mich also entschlossen, euch meine gesamte Reise zu zeigen. Und entschuldigt bitte mein schlechtes Deutsch. Viel Spaß! Tag 1. Heute war Reistag. Nachdem meine Gruppe am Bahnhof in Brünn getroffen hatte, fuhren wir nach Prag, wo wir mit dem Bus zum Flughafen fuhren, ein Flugzeug nach Brüssel nahmen, wo ich mit meinem Freund Hinek Schach spielte und schließlich in Brüssel ankam. So, wir sind angekommen und das ist Eingang zu unserem Hotel. So, das ist unser Zimmer. Ich finde das nicht so schlecht. Und das ist unsere Aussicht. Es hat Schwerteil und Schönteil. Das war also meine Zimmerbewertung, aber jetzt geht es ins Stadtzentrum. Entwickelte Zivilisation braucht McDonald's. So, das ist alles für Tag 1. Schauen wir uns nun an, wie mein zweiter Tag verlaufen ist. Tag 2. Guten Morgen. Heute besuchen wir das Königliche Belgische Institut für Naturalwissenschaften, das Europäische Parlament und das Haus der europäischen Geschichte. Doch zunächst werfen wir einen Blick ins Institut für Naturalwissenschaften, wo ich einige Leute nach ihrer Meinung gefragt habe. Ich muss jemanden finden, das Deutsch spricht. Theo sagt, er spricht Deutsch. Ich heiße Theo, ich spreche gut Deutsch. Und wie gefällt dich dieses Museum? Hier ist jemand, das Deutsch spricht. Wie gefällt dich das Museum? Dieses Museum gefällt mir sehr. Viele Tiere, viele Fakten, viele Informationen. Es ist sehr gut. Danke. Nach diesen Interviews gesellte ich mich zu den anderen aus meiner Gruppe, die einige Wissenschaftler hinter Glas beobachteten. Einer von ihnen ließ uns sogar einen fossilen Dinosaurierfinger halten. Als er hörte, dass wir von einer naturalwissenschaftlich orientierten Schule kamen, hatte er die Idee, uns sein Labor zu zeigen. My prostě jdeme reálně do laboratoře. Já jsem nevěděla, že bude část dinosaurů. My jdeme do laboratoře. Wie hat dir das Labor gefallen? Es war super und unvergesslich. Und ich mag sagen. Ja. Danke, Walter, für die Meinung. Ehrlich gesagt stimme ich dir vollkommen zu. Es war wirklich beeindruckend, so ein Labor zu betreten. Ein unvergessliches Erlebnis. Aber jetzt schauen wir uns den Rest des Museums an, wo ich mein Lieblingstier gesehen habe. Einen Tiger. Das ist Katze. Eine große Katze. Dam Hirschkuh. Und ein trauriger Bär. Das waren also die Tiere. Und nun geht es weiter zu unserem nächsten Ziel, dem Europäischen Parlament. Dort treffen wir Ludek Niedermayer, ein Mitglied des Europäischen Parlaments. Also ich bin im Europäischen Parlament und das Eingang war
sehr sicher. Das ist die Europäische Parlament. Schade, dass hier niemand spricht. Außerdem haben wir diese blaue Taschen von EPP als Geschenk erhalten und danach habe ich beschlossen, dass ich unbedingt ein lokales Baguette brauche. Hallo, ich bin alle blau und ich habe die Baguette gekauft. Baguette! Und nach diesem aufregenden Moment machten wir uns auf den Weg zu unserem nächsten Ziel, dem Haus der europäischen Geschichte. Hier ist der europäische Laden. Nachdem wir eine Weile entspannt hatten, gingen wir zu den Exponaten. Es gab Denkmäler für die Sklaverei, Denkmäler für den Ersten Weltkrieg und natürlich Denkmäler für den Zweiten Weltkrieg. Nach diesem langen Tag machten wir im europäischen Viertel ein Gruppenfoto und fuhren dann zurück ins Hotel, wo wir schlafen gingen. Tag 3. Guten Morgen. Heute ist unser letzter Tag in Brüssel, aber nicht der letzte Tag unserer Reise. Heute Nachmittag fahren wir nach Straßburg, besuchen aber vorher ein paar andere Orte Brüssel, bevor wir uns endgültig verabschieden. Unser erstes Ziel war das Atomium, wo ich dieses coole Selfie gemacht habe. Nach einem kurzen Besuch im Atomium ging es weiter zum Justizpalast, wo wir leider keine Fotos machen durften, und zu einem Flohmarkt. Danach fuhren wir zum Bahnhof, wo wir dieses Schild am örtlichen Café sahen. Hinek, what do you think about the 6-7 sign? It's a great idea. I think it's necessary to apply it on our school and the area around our school. Please do it, Mr. Svirak, please. Really? And what about free speech? No free speech if you are a kid who says 6-7. No Okay. rights and no free speech for you. It's interesting idea, thank you. And what do you think about the 6-7 ban? I think it's absolutely atrocious and should be banned, and it is absolutely unacceptable. Okay. Wir sind in Südbahnhof in Brüssel und wir fahren nach Straßburg. Das ist sehr schön Zug. Der Zug ist sehr schön, aber der Tisch leist nicht. Es ist leicht. Nachdem wir also in den Zug eingestiegen waren und ich mit Leute einen kleinen Imbiss gegessen hatte, fuhr unser Zug endlich ab. Und ja, das ist übrigens unsere Strecke. Während der 4-stündigen Fahrt gingen Theo, Fadej und ich außerdem in die Zugbar, die mich aus irgendeinem Grund an Star Wars erinnerte. In Straßburg und jetzt wir werden gehen zu unserem Hotel. Ja. Und oh mein Gott, was ist das? Jedenfalls sind wir danach in unser Hotel gegangen und das ist meine Reaktion auf mein Zimmer. So, das ist meine Räume in Straßburg. Ich habe kleine Küche hier und sicher nicht so gut, aber die Räume ist sehr, sehr schön und das ist das Badezimmer. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, machten wir einen kurzen Spaziergang im Stadtzentrum, aßen zu Abend und gingen schlafen. Tag 4.
Guten Morgen! Heute besuchen wir das Europäische Parlament in Straßburg und spielen dort ein Spiel, das die Arbeitsweise des Parlaments simuliert. Zuvor unternehmen wir aber noch eine Bootsfahrt auf den Straßburger Kanälen. Anschließend hatten wir 1,5 Stunden Freizeit, in denen wir einen Spaziergang durch die Innenstadt unternahmen und diese wunderschöne Kathedrale besichtigten. Nicht Sagrada Familia, aber gut. So, ich habe das Kuchen gekauft und ich werde es von 1 bis 10 bewerten. So, es ist süß und ja, es schmeckt gut. Ich gebe das Bewertung 9 auf 10. Nachdem ich diesen Kuchen bewertet hatte, gingen wir endlich ins Europäische Parlament, wo wir versuchten, eine Mini-Parlamentssitzung mit der Kroatien und unserer Fraktion zu simulieren. Und nun werde ich versuchen zu erklären, wie das Simulation funktioniert hat. Zunächst werden wir in 4 Partien aufgeteilt: Konservativ, Solidarität, Grüne und Freiheit. Dann würden wir in 2 Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe sollte sich mit Problemen des übermäßigen Lebensmittelkonsums befassen, die andere mit Fragen der Internetsicherheit. Dann hörten wir uns diese Meinungen der Öffentlichkeit zu diesen Themen an. Anschließend tauschten wir uns mit den anderen Gruppenmitgliedern aus und entwickelten darauf auf Abend neue Lösungsansätze. Danach hielten wir Reden, in denen wir unsere Position darlegten, und nach weiteren Diskussionen stimmen wir über einen neuen Gesetzesentwurf ab. Und noch etwas. Vielen Dank, Herr Wacher, für die Bereitstellung dieses Videomaterials. Es hat wirklich sehr geholfen. Danach haben wir uns die Parlamentssitzung angesehen und sind anschließend in unser Hotel zurückgekehrt. Auf dem Heimweg sahen wir in einem Laden etwas Unverzeihliches. Was ist das, Digga? Das ist nicht Brot. Was ist das? Außerdem gab es dort richtig teure Pralinen. Das ist Scam. Danach fuhren wir zurück ins Hotel, wo wir nach dem Lernen für die Chemietest schlafen gingen. Und dies wird der letzte Tag sein, Tag 5. Heute geht es also zurück nach Brunn, aber vorher müssen wir Proviant für die Reise besorgen. Und nicht schon weiter. Ich habe mir jedenfalls dieses Baguette und diese Tafel Schokolade gekauft. Danach sind wir mit dem Bus nach Frankfurt gefahren, von wo aus wir nach Prag fliegen. Nach einer kurzen Fahrt auf dem Laufband Clara, was it worth it? Yes, it was. bestiegen wir endlich das Flugzeug nach Prag. Dort hatte ich ein nettes Gespräch mit einem finnischen Studenten, Hello, Moro. der auf einer ähnlichen Erasmus-Reise war, allerdings in Tschechien. Nach der Landung in Prag fuhren wir mit dem Bus zum Bahnhof und stiegen in den Zug, der uns zurück nach Brünn brachte.